Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir fliegen heute mit Alitalia. Buonasera, würde ich fast schon sagen. Wir fliegen in der A330-200 Business Class nach Johannesburg. Aber erstmal gehen wir in die Lounge. Genau. Alitalia. Ich freue mich auf Pasta, Lasagne, Pizza und was ich sonst noch so aus der Schublade holen kann. Dominik ist ein Parmesan-Junkie. Ja. Parmesan-Junkie. Genau, er ist ein Parmesan-Junkie, deswegen freuen wir uns ganz besonders, mit Alitalia zu fliegen, denn das sollte es hier wohl geben. Da krabbelt was. Ein Kind? Airline Lounges. Wir müssen zum Bereich E hier am Flughafen von Rom. Und da sind dann auch die Lounges, also die Alitalia Lounge, die soll ja auch sehr gut sein. So, ausgereist aus Europa. Wir sind also jetzt im Non-Schengen-Bereich und hier am E11 gibt es dann auch nochmal eine Alitalia Lounge. Und guckt euch das mal an. Ein Duty-Free-Shop nach dem nächsten. Das ist ja schlimmer als in Dubai. Das ist was für Ellie. Der hier. Und wieder Schlüsselanhänger und Magnet. Also, Ja, wie heißen die Dinger denn? Kühlschrankmagneten, genau. Flughafenspürhund. Ich finde die Lounges schon. Das sah aus wie eine Alitalia Lounge. Pizza gleich. Ernst es nicht, ich habe Italienisch gefunden. Hier bin ich zu Hause, Leute. Parmesan? Hier bin ich zu Hause, das Käse. Hier, schau mal, wie sich das zieht. Das ist eine Ersatzdroge. Da hast du dann ein Parmesan. Thank you very much. Enjoy, sir. Prego. Ich esse nix. Was? Das ist die geilste Pizza, die man sich vorstellen kann. Salute. Und wenn du diese Pasta isst, wirst du merken, dass ich die Nudeln nicht unterkoche, sondern dass das al dente ist. Ich bin hier im Schlaraffenland. Warum ich jetzt hier ein Messer habe, weiß ich auch nicht. Das lag da schon. Ob das al dente ist, weiß ich ja nicht. Das ist al dente. Also wir können meiner Meinung nach noch 3 Minuten länger. Richtig cool. Es wird alles da hinten in dieser großen Küche gekocht. Habt ihr gerade gesehen, die Pizza kommt aus dem Steinofen und die Nudeln werden auch alle ganz frisch da gekocht und werden immer dann hier ganz in kleineren Portionen ausgelegt. Also es ist immer alles mega frisch, was da ist. Also die Pizza, da könnt ihr mich echt reinnehmen. Die Nudeln auch, wobei sie mir ein bisschen zu sehr al dente sind, also zu hart. Dominik mag es ja, aber ich nicht so ganz. Aber ich empfehle euch unbedingt, die Pizza zu essen. Und es kommt alle paar Minuten eine andere Pizza an. Oh Leute, das ist hier die Alitalia A330 Business Class in 5 Reihen, lass mich lügen, in einer 1-2-1 Konfiguration. Bisschen so ähnlich wie auch damals bei Air Berlin oder halt auch bei China Southern, wenn ihr die Videos kennt. Denn dieser Tisch ist so ein bisschen markant. Man kann ihn nur quasi umklappen, aber auch so bewegen.
Aber was habe ich hier alles in meinem Platz, wenn ich hier reinkomme? Eine ganze große Tüte mit einem Kissen. Machen wir mal auf. Das ist das Kissen. Da drin sind auch Slipper. Und eine große Decke. Brauche ich, denn es ist nämlich ein Nachtflug. Und wir werden mit Sicherheit jetzt erstmal gut verköstigt werden. Alitalia ist ja bekannt für sehr gutes Essen. Habt ihr jetzt ja gerade schon in der Lounge gesehen. Und im Flugzeug soll es nicht unbedingt schlechter sein. Bin ich sehr drauf gespannt. Außerdem eine Flasche Wasser hier auf der rechten Seite und eine Packung mit Kopfhörern. Hier die Menükarte und die Getränkekarte. Winelist und die Menükarte. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ihr könnt auch gerne mal entnehmen, was es hier alles zu essen und zu trinken gibt. Blende ich jetzt mal schnell ein. Ich studiere die Karte noch ein wenig und dann freue ich mich auf den Flug. 10 Stunden bis nach Johannesburg. My name is Giovanni Polini on behalf of the Captain Gianpaolo Guerra and your crew. I welcome you on board of this Airbus 330 with destination Johannesburg. Bei den Italienern gibt es zwar keinen Champagner, aber es gibt immer lecker Prosecco und die haben einen echten Stil drauf. Guckt euch mal das Glas an. Das war auch schon in der Lounge so. Riesen Gläser. Ja, cheers. Und auch bestens temperiert, also ziemlich kalt. Salute. Wir fliegen jetzt hier übrigens mit Alitalia für einen ziemlich günstigen Preis. Ich habe den vor ungefähr 4-5 Wochen gebucht, weil ich wollte Alitalia nicht so langfristig buchen, aber ich weiß nicht so genau, was mit dieser Airline passiert. Sie ist ja leider nicht ganz so bekannt für Stabilität. Also es ist aktuell immer noch nicht klar, was passiert mit dieser Airline. Geht sie vielleicht an die Lufthansa oder aktuell sind die Verhandlungen ja mit EasyJet und Delta. Werden diese beiden Airlines diese große Airline übernehmen? Alles ist nicht so ganz sicher und das war es letztes Jahr auch noch nicht. Deswegen würde ich diese Airline oder wollte ich diese Airline nicht langfristig buchen. Aber wir haben sie trotzdem gebucht, nämlich kurzfristig für ungefähr 1.000 Euro. Weniger als 1.000 Euro bezahlt, weil es vor einigen Wochen mal einen 20% Rabattcode gab. Und ab Amsterdam waren die Preise so günstig für 1.200 Euro von Amsterdam über Rom nach Johannesburg. Minus 20%, dass wir gesagt haben, das müssen wir probieren. Hin und zurück übrigens. Es gibt auch eine Menge Meilen in den SkyTeam Airlines. Also wir sammeln unsere Meilen bei Flying Blue von KLM und kriegen dort eine Menge Meilen gut geschrieben. Ist eine etwas komplizierte Sache, aber das erklären wir alles in unseren Travel Hacks. Am besten drückt ihr mal auf das i und guckt euch mal unsere Videos an. Auf unserer Webseite traveltravel.tv findet ihr noch mehr Informationen darüber. Und ja, jetzt geht es erstmal los in der Business Class von Alitalia und ich hoffe, wir kriegen richtig leckeres Essen. Ich freue mich auf die Pasta. Wir die ersten, die am Gate stehen. Diesmal waren wir echt spät dran, aber daran ist die Lounge schuld. Wir hatten ja so leckeres Essen dort und es war einfach so toll, dass wir dort ein bisschen zu lange geblieben sind. Aber man hat auch hier das Boarding ziemlich früh begonnen. Das ist so untypisch für ein etwas kleineres Flugzeug wie die A330-200. Über eine Stunde vorher das Boarding zu beginnen. Das ist schon sportlich, will ich nicht sagen, gut vorausgeschaut. Jetzt haben wir immer noch 45 Minuten bis offiziell Abflugszeit und es ist nichts mehr los hier. Eigentlich sind alle an Bord. Ich weiß gar nicht, was jetzt Italien jetzt hier noch machen will. Ich weiß, viele werden von euch jetzt wahrscheinlich sagen, oh Gott, was hat er denn für einen Sitz sich ausgesucht? Aber es ist so, dass ich mich am liebsten gerne in die letzte Reihe setze, damit ich nicht so viele Leute störe und auch nicht so viele Leute von vorne filme, weil von hinten kann man ja keine Gesichter sehen, das ist viel einfacher. Aber die letzte Reihe ist eigentlich immer die schlechteste. Wenn man dort sitzt, ist man nah an der Kelly. Und hier ist es auch so, dass es also eigentlich für die Crew gedacht, aber heute sind wir wahrscheinlich ausgebucht und deswegen kann ich hier sitzen. Jetzt haben wir ja immer noch so viel Zeit, am besten nutze ich aber mal die Zeit, um euch den Sitz hier zu erklären. Ich habe hier ein Flatbed, also es ist eine gerade Liegefläche in einer abwechselnden Anordnung der Sitze. Dominik sitzt hier ganz nah am Fenster, ich eher näher am Gang.
hier rechts von mir ist der Controller für den Sitz. Also ich kann den Sitz separat in verschiedene Positionen bringen oder ich nutze die Schnellfunktion hier rechts. Einmal aufrecht sitzen, das tue ich ja gerade. Dann gibt es die Lounge-Position oder Relax-Position, um entspannt in den Monitor gucken zu können, oder halt die Bettfunktion. Drücke ich jetzt mal. Ja. Mache ich aber nicht zu Ende, weil ich habe einfach zu viel Zeugs da. Das zeige ich euch später. Aber es ist ziemlich cool. Ich hoffe, dass der Platz auch relativ bequem ist, also der Sitz, und auch lang genug. Un sentiero illuminato faciliterà il raggiungimento delle uscite. All the emergency exits of this aircraft are showed by appropriate signs. Locate the ones nearest to you. Cool, sehr interessant finde ich hier, dass es hier ein All-Dine-Menü gibt und es gibt eine Auswahl zwischen traditionell italienisch oder gesunder italienischer Küche. Das ist jetzt sehr schwer. Ich habe ja schon ziemlich traditionell gegessen in der Lounge. Werde ich wahrscheinlich dann die gesündere Variante nehmen. Enjoy your flight. Cool, thank you very much. Das Amenity Kit von Alitalia ist ja riesig. Können wir gleich mal reingucken, was da drin ist. Wow, eine ganze Menge. Also eine Packung mit den Socken und der Schlafmaske. Parfüm. Oh, es geht los. Das zeige ich euch also später. Oxygen masks will In dem Amenity Kit ist, wie gesagt, eine Packung mit den Socken und der Augenmaske, und da sind auch die Ohrstöpsel drin, eine Parfümprobe, ein Reinigungstuch fürs Gesicht, nochmal eine Bodylotion und Lippenbalsam. Außerdem Zahnpasta und ein Bonbon. I go for the first traditional appetizer. Voucher in order to use the connectivity system on board. Es gibt Wi-Fi hier an Bord von Alitalia in der A330-200. Das Entertainment-System hier von Alitalia. Vor mir ist ein Monitor. Es ist ein bisschen älter schon. Man muss sehen, der Sitz an sich ist nicht mehr der neueste. Er ist schon eine ältere Generation. Aber das Gute bei Alitalia finde ich, dass ich in jedem Flugzeug die gleiche Business-Class verbaut ist. Also ähnlich wie bei Iberia. Man kann also nichts verkehrt machen. Die Konfiguration ist eigentlich immer gleich. Vor mir ist ein berührungsempfindlicher Monitor, den ich also mit Berühren bedienen kann. Aber ich kann auch den Controller hier rechts von mir nutzen. Den hier. Auf der Rückseite ist eine Tastatur, die ich eigentlich noch nie benutzt habe. Und hier kann ich mit einem Cursor halt auswählen, was ich möchte. Kann aber Licht an- und ausmachen, auch den Flight Attendant rufen. Ja, das Übliche halt kann ich damit tun. Auswahl ist eher bescheiden, muss ich sagen. Also es ist relativ schwierig, da durchzufinden, was es gibt. Und ich habe bis jetzt noch keinen Film gefunden, den ich sehen möchte. Die meisten habe ich schon gesehen oder sie sind nicht relevant. Ich habe ihn nach einer Szene gefragt. Ich wollte nur eine Szene mal in seinem Video machen, ja? Was sagt er zu mir? Geh auf Klo. Super. Gut. Jetzt bin ich hier auf der Toilette, im Washroom von Alitalia im hinteren Teil der Business Class der A330. Und erstmal machen wir den Deckel zu. Wir finden hier eine Toilette, ein Waschbecken, Seife und dahinter hier findet sich was ganz toll riecht hier. Das war es auch schon. Und nochmal Salute, ein Aperol Spritz hier, wie es sich gehört für eine italienische Airline, mit Orange drin, Aperol und Prosecco. Und ich glaube, ein bisschen Wasser gehört auch noch rein.
saßen wir am Canale Grande und haben tatsächlich einen Aperol Spritz genossen und das war eine richtig tolle Situation und genauso schmeckt es gerade in der Situation perfekt irgendwie. Ich fühle mich auch richtig gut aufgehoben hier. Es ist so freundlich, die Crew ist mega nett, auch der Purser und das ist ganz okay. Mal gucken, wie das Essen sein wird. Ja, und dann müssen wir irgendwann noch schlafen, weil wir müssen ja eigentlich fit in Südafrika ankommen. Dazu gibt es eine Schale mit Nüssen. Bei Alitalia sind sie dann nicht warm, aber es ist okay, muss auch nicht sein. Eine Mischung aus Mandeln und Cashewnüssen. Das Essen wird hier relativ schnell serviert, zumindest die Vorbereitung laufen relativ schnell. Deswegen hole ich schon mal den Tisch raus. Der ist ganz einfach umzuklappen. Einmal rausholen, umklappen und ich kann ihn so bewegen, dass ich damit ganz schnell meinen Sitz verlassen kann. Also das ist ganz gut gelöst. Ähnlich halt auch wie bei anderen Airlines wie China Southern und Iberia ist ebenfalls so. Die Kopfhörer von Alitalia sind sogar Noise Cancelling, obwohl es nicht draufsteht. Also ich habe sie reingesteckt und hat man gemerkt, wie dann der Strom da reingeht und es reduziert so ein bisschen die Umgebungsgeräusche, ist aber jetzt auch nicht mega abdeckend, zumindest Noise Cancelling. Pasta, ja, thank you. Und natürlich gibt es bei Alitalia Pasta, gefüllte Ravioli mit einer Soße obendrauf, die ich jetzt gar nicht genau weiß. Mal gucken, wie sie schmeckt. Das ist quasi so die Vorhauptspeise, also das kleine zwischendurch. Nudeln können sie ja, wobei die Soße schmeckt mir nicht so ganz, ist nicht so mein Geschmack. Oh, hätte ich es mal vorher gelesen. Ravioli mit Artischocken gefüllt. Artischocken ist nicht so meine Lieblingsspeise, also hätte ich mal das andere genommen, so ein bisschen. Dann noch mit irgendeiner Pfeffersoße. Nee, das war keine gute Wahl von mir. Also unser Italiener würde sagen, es ist Hühnchen Saltimbocca. Es ist auch sowas Ähnliches. Also es ist ein Hühnchen gefüllt mit Champignons und außen drumherum Bauchspeck. Also Saltimbocca. Dazu einige kleine Babykarotten, die ja total lecker aussehen. Und eine Bacon-Kartoffel, aber das sieht irgendwie nach was anderem aus. Also wahrscheinlich ist es eher Polenta. Ja, das passt ja wieder. Aber ich bin ja fast durch. Von daher ist es nicht so schlimm. Aber wie entstehen eigentlich Turbulenzen? Habe ich mich immer gefragt. Das kann euch unser lieber Pascal von Aeronews Germany sicher sehr, sehr gut erklären. Ich blende euch mal seine Erklärung dazu ein. Moin Stefan, vielen lieben Dank für deine Frage. Ganz grob gesagt entstehen Turbulenzen erst einmal dadurch, dass sich Luftmassen bewegen. Warme Luft steigt auf, Thermik, kalte Luft sinkt ab. Dazu gleichen sich Luftdruckunterschiede untereinander aus. Das ist dann tatsächlich ganz einfach Wind. Und wenn das in einer nicht idealen Umgebung passiert, die hat man vielleicht auf dem Papier, aber nicht, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, in der Realität, dann ist das Ganze natürlich durchaus etwas chaotischer. Da steckt eine ganze Menge Bewegung drin und wenn man da mit 900 km/h durchfliegt, dann kann das auch ruhig mal ein bisschen wackeln. Turbulenzen können aber beispielsweise auch in oder über einem Gebirge entstehen. Wenn der Wind, ganz einfach gesagt, über einen Berg drüber streicht, dann kann man davon ausgehen, dass es auf der windabgewandten Seite des Berges zu massiven Verwirbelungen kommen kann. Oder es entstehen Turbulenzen hinter einem vorausfliegenden Flugzeug. Das ist dann die sogenannte Wake Turbulence. Diese spezielle Art der Turbulenz ist stärker, je langsamer und schwerer das Flugzeug ist. Dafür teilt man die verschiedenen Flugzeuge dann in verschiedene Kategorien ein und diese Kategorien bestimmen den Mindestabstand zweier Flugzeuge im Anflug beispielsweise. So muss ein Airbus A319 hinter einem A380 deutlich mehr Abstand halten als ein A380 hinter einem A319. Das Unschöne an allen Turbulenzen ist, man kann sie leider nicht sehen, aber man kann sie aufgrund von Erfahrungen an bestimmten Stellen erwarten, beispielsweise in oder unter einer Gewitterwolke. Dort erwartet man große Mengen an schnell aufsteigender Luft.
Und um die Gewitterwolke drumherum kann man damit rechnen, dass diese Luftmassen auch irgendwo wieder abfallen. Oder in der Nähe eines Starkwindbandes, also eines sogenannten Jetstreams, da kann man mit Turbulenzen rechnen oder durch bestimmte Wolkenformationen, beispielsweise über einem Gebirge tritt sowas gerne auf, da kann man das ganz gut erkennen, da kann man Turbulenzen zumindest erwarten bzw. erahnen. Und dann, je nach Stärke der jeweiligen Turbulenz oder je nachdem, wie es gerade passt, umfliegt man diese Turbulenzen selbstverständlich. Denn auch wenn vor dem eigentlichen Flugzeug ziemlich sicher erst einmal die Passagiere an Bord schlapp machen, muss man das wirklich nicht ausreizen. Und gerade in Gewitterwolken mit den Begleiterscheinungen, die da noch dazukommen können, sollte man das auch echt nicht unterschätzen. Und dann fliegt man selbstverständlich drumherum. Und für Turbulenzen, die sich wirklich überhaupt nicht ankündigen, sogenannte Clear Air Turbulence, empfiehlt sich als Passagier dann doch immer ein locker geschlossener Sicherheitsgurt. So viel erst einmal dazu und vielleicht noch als Info nebendran, ein Luftloch in dem Sinne gibt es tatsächlich nicht. Und jetzt lass dir dein Essen noch schmecken, komm gut an, einen guten und ruhigen Flug dir. Ja, vielen Dank Pascal für diese mega gute Aufklärung. Jetzt bin ich auch wieder schlauer. Thank you. Das sieht lustig aus. Sie hat gesagt, es wäre ein Kuchen, ein Cake. Aber das sieht irgendwie anders aus. Ich denke, es ist eine Art Mousse mit Streuseln. Aber total lecker. So, jetzt nochmal schnell, bevor es noch, solange es noch hell ist. Wie funktioniert das Bett? Ich richte euch mal aus. So, und schon bin ich in der 180 Grad Liegefläche. Also es ist eine gerade Liegefläche. Ich würde aber sagen, dass die Länge der Liegefläche nicht unbedingt die beste ist. Ich bin ungefähr 1,82 groß und ich komme vorne ganz hart in meinen Füßen an und habe hinten nicht mehr viel Platz. Also ich würde sagen, maximal 1,90, eher sogar 1,85 ist die Liegefläche. Ich weiß nicht so genau, ob ich jetzt hier so gut schlafen kann. Ich denke schon. Er fährt nicht ganz runter. Naja, also das ist wie immer Jammern auf hohem Niveau, aber man muss auch sagen, wenn man viele Airlines und viele Sitze ausprobiert hat, dann schätzt man ein langes Bett, ein breites Bett und ein weiches, komfortables und alles drei ist hier leider nicht zu finden. Aber ich will auch nicht so weit meckern, weil es ist eigentlich okay. Ich fühle mich auch sehr gut aufgehoben. Ich habe eine sehr gute Umsorgung gehabt, also das Essen war gut, die Crew und der Service ist bis jetzt perfekt und ich werde mit Sicherheit hier auch ganz gut schlafen können. Ich darf auch mal was sagen und zwar muss ich eins sagen. Zuerst mal, ich bin von der Alitalia Lounge in Rom ja richtig fasziniert. Frisch gebackene Pizza, super frisch gemachte Pasta, die permanent getauscht wird. Also ich könnte in dieser Lounge mehrere Stunden verbringen und danach könnte die mich rausrollen. Aber auch hier an Bord. Also so ein bisschen der italienische Charme, der spielt hier mit. Das ist sehr schön anzusehen und die Damen sind sehr aufmerksam. Und ich habe einen Sonderwunsch erfüllt bekommen. Und zwar wollte ich gerne die Pasta aus dem ersten Menü als Hauptgang und als Second Course, also als zweiten Gang, wollte ich die Pasta aus dem zweiten Menü, was selbstverständlich ging. Und es wird alles nicht vom Tablett, sondern schön einzeln serviert. Hat mir sehr gut gefallen bisher, Alitalia. Zum Frühstück werde ich nicht geweckt. Jetzt heißt es erstmal schlafen. Mein Fazit kommt später. Apropos, bevor ich jetzt später sage, die Pasta war ganz hervorragend. Also ich als Nicht-Italiener muss sagen, fantastisch. Mehrmals hin und her drehen, also wirklich gut geschlafen habe ich auf diesem Sitz nicht. Naja, egal. Jetzt sind es noch 1,5 Stunden bis nach Johannesburg. Es gibt Frühstück.
jetzt nicht mehr lang bis zur Landung in Johannesburg, aber ich habe noch eine Sache, die ich unbedingt mal testen wollte. Wie laut ist es hier drin in der Kabine? Da habe ich sogar ein Gerät mir angeschafft, ein Akustik-Lautstärken-Messgerät, und wir haben hier ungefähr 72,2 dBA, also ist gar nicht so laut, wie ich gedacht habe. Ich hatte schon Flugzeuge gehabt, da hatten wir bis zu 78, also ist völlig in Ordnung. Ab und zu mache ich jetzt mal diesen Vergleich, um halt generell einen Vergleich bilden zu können zwischen den Flugzeugen, zwischen den Airlines und vielleicht zwischen den Sitzplätzen. Es kann durchaus sein, dass es weiter hinten in der Nähe der Triebwerke lauter ist. Ja, 72,2. Das ganz kurze Fazit von mir. Also ich bin sehr zufrieden gewesen hier mit Alitalia. Die Crew war sehr freundlich, so auf ihre italienische Art, würde ich mal sagen. Und mir hat's Essen geschmeckt. Die Sonderwünsche wurden erfüllt, habt ihr ja gesehen. Und ja, der Sitz zum Schlafen ging ja so, muss ich sagen. Ich hätte mir gerne so 2, 3 weitere Kissen gewünscht von diesen zum Schlafen. Aber naja, gut. Das ist für jeden immer sehr individuell. Ich brauche die einfach. Gelandet hier in Johannesburg. Ich freue mich schon auf eine Safari hier vor Ort, die Camps und ja, natürliches Essen, und ich mag Südafrika total gerne. Wir sind schon das 5. Mal jetzt hier und ich kann nie genug haben von diesem Land. Und Alitalia auf diesem Flug war auch ganz toll. Also wir müssen auch mal wieder nach Italien, fällt mir ein. Cool, das war jetzt Alitalia in der A330 Business Class nach Johannesburg. Ganz cool, bis auf das Essen. Das fand ich irgendwie nicht ganz so Italien-like. Irgendwie war ich nicht ganz so zufrieden, aber es lag vielleicht auch an meiner Auswahl. Habe ich halt recht gehabt. Dominik sagte nämlich, seine Pasta war perfekt. Ja, das ist ja, was heißt perfekt? Das ist super. Und ja gut, die Ravioli ist eine Geschmackssache. Das stimmt. Das super. Ja, egal. Aber wie gesagt, der Service war sehr gut und ich konnte einigermaßen gut schlafen, wenn es auch bessere Sitze geben könnte. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss.